Hallo allerseits, nachdem ich momentan gerade fürs Märklin-Magazin das neue Krokodil in Spur 1 ausprobieren und fotografieren darf, dachte ich, ich mache auch mal für meinen YouTube-Kanal ein kleines Video davon. Ist sicher für den einen oder anderen interessant. Das Modell ist fast 63 cm lang und ist nahezu komplett aus Zinkdruckguss und Messing-Feinguss gefertigt. Es wiegt deshalb 6,5 Kilogramm. Auch viele Kleinteile oder fast alle Kleinteile sind aus Metall gefertigt, wie beispielsweise die Griffstangen oder die Türgriffe, und lediglich so Kleinteile wie hier diese Bremsbacken, die man hier sieht, sind aus Kunststoff aus isoliertechnischen Gründen, damit keine Gefahr besteht für einen Kurzschluss. Das Modell entspricht der dritten Bauserie der Krokodile. Das Urkrokodil stammt aus dem Jahr 1919 und diese Variante ist die dritte Serie, die 1924 entwickelt wurde und ab 1926/27 ausgeliefert wurde. Sie ist etwa 60 cm länger als das zweite Krokodil und von dieser dritten Lieferserie wurden insgesamt 18 Stück gefertigt. Ab Werk befindet sich an der Lokfront eine Vorbildschraubenkupplung und es sind einige Teile beweglich realisiert. Natürlich die Puffer sind gefedert und das Übergangsblech kann man absenken, wenn man den Riegel hochhebt. Dann kann auch das Übergangsblech an der Führerstandstüre bewegt werden. Die Leitungen sind hier flexibel als Minifedern realisiert. Die Führerstandstüre lässt sich öffnen. Die seitliche Führerstandstüre lässt sich nach innen öffnen und ist gefedert. Auch hier sind die Übergangsleitungen wieder gefedert und flexibel. Am anderen Ende der Lok befindet sich eine Telex-Klauenkupplung für das Märklin-Kupplungssystem. Die kann allerdings ausgetauscht werden, weil im Lieferumfang auch die normale Schraubenkupplung zusätzlich beiliegt und auch nochmal eine zweite Telex-Kupplung, falls man die Lok entsprechend umbauen will. Jetzt gibt es noch einen Blick in den Führerstand. Erstmal durch die Frontfenster, dann machen wir die Türe auf. Und jetzt noch ein Blick durchs Seitenfenster. Das Modell hat insgesamt 6 Funktionstasten für Beleuchtung. Und zwar die Maschinenraumbeleuchtung, die Führerstandsbeleuchtung in Abhängigkeit von der Fahrtrichtung, immer der vordere Führerstand. Dann gibt es die Dreilichtspitzenbeleuchtung, die ich hier jetzt nochmal ausschalte und wieder einschalte. Bei Fahrtrichtungswechsel wird die rechte Leuchte gezeigt oder signalisiert. Dann kann man die rechte Leuchte auf Rot umschalten mit einer separaten Funktionstaste. Auch komplett abschalten kann man die Schlussbeleuchtung, wenn man möchte. Und schließlich gibt es noch in Fahrtrichtung eine Falschfahrsignalisierung, die man ebenfalls separat zuschalten kann über eine Funktionstaste. Da wird dann umgeschaltet die obere Beleuchtung von weiß auf rot. Und zwar in dem Fall, wenn die Lok außerfahrplanmäßig unterwegs ist oder auf einem nicht fahrplanmäßigen Gleis unterwegs ist. Mit 2 Funktionstasten lassen sich die Pantographen einzeln anheben und absenken. Jetzt gibt es noch einen Blick in die Technik des Krokodils, die sich im Maschinenraum befindet. Und an den Maschinenraum kommt man ganz einfach ran, indem man das Dach abnimmt, das hier durch Magnetpaare gesichert ist und fest verschlossen ist. Hier sieht man den Digitaldecoder für Motorola MFX und DCC. Dann sieht man hier die Beleuchtungen für den Maschinenraum, die Beleuchtungen für die Führerstände. Und hier sind 2 Digitalservos, die die Pantographen antreiben. Hier linear wird das dann verschoben. Und es gibt dann noch eine Versorgungsleitung nach unten für einen Pufferspeicher, der sich unter der großen Leiterplatte befindet und dafür sorgt, dass die Energieversorgung des Krokodils bei Stromunterbrechungen sehr lange aufrechterhalten bleibt. 4-5 Sekunden Fahrt und 70-80 Sekunden Beleuchtung und Geräusch.
Jetzt noch die Geräuschfunktionen des Modells. Wir haben hier einen Lokpfiff. Dann kann man das Sanden auf Knopfdruck aktivieren. Druckluft ablassen. Dann gibt es neben dem Führerstand eine nachgebildete Leiter, die man ausfahren kann, um aufs Dach zu steigen. Die ist zwar nicht mechanisch nachgebildet, aber akustisch. Dann gibt es einen Kabinenfunk. Eine weitere Kabinenfunkansage. Den Hauptschalter. Das Geräusch der Führerstandstüre. Dann ein Umgebungsgeräusch, das typischerweise an Rangierbahnhöfen wohl vorkommt. Der Sound des Kompressors. Ein kurzer Rangierpfiff. Lüfter. Einen Schaffnerpfiff. Eine Bahnhofsansage. Gleis 1, Extrazug nach Bellinzona. Vorsicht bei der Abfahrt. Wenn man die Fahrtrichtung wechselt, gibt es noch eine zweite Bahnhofsansage. Gleis 2, Extrazug nach Erstfeld. Vorsicht bei der Abfahrt. Dann gibt es eine Multi-Bahnhofsansage, bei der man mit jedem Druck eine von insgesamt 11 Haltestellen der Reihe nach auslöst. Nächster Halt, Bellinzona. Nächster Halt, Biasca. Nächster Halt, Bodio. Nächster Halt, Lavorgo. Wenn man die Fahrtrichtung wechselt, geht es natürlich in umgekehrter Richtung wieder zurück zu den letzten Haltestellen. Nächster Halt, Bodio. Nächster Halt, Biasca. Nächster Halt, Bellinzona. Dann noch eine nette Idee, die Unterhaltung eines Wartungstrupps, bevor die Lok überhaupt hierher gerichtet wird. Ja, es ist die Lok schon abgeschmiert. Wir müssen in 2 Stunden starten. Nein, noch nicht, aber ich fange sofort an. Das schaffen wir locker. Dann noch das Geräusch eines Scheibenwischers. Das Tachotickern. Und schließlich noch für die andere Lokseite, an der momentan die Vorbildschraubenkupplung ist, wenn man eine Telex-Kupplung nachrüstet, das passende Geräusch und dann später auch die Funktion tatsächlich zur Betätigung der Telex-Kupplung. Der Vollständigkeit halber zeige ich jetzt auch die ab Werk montierte Telex-Kupplung mit Geräusch und in Funktion. Zu guter Letzt jetzt noch das Fahrgeräusch der Lok, das ich jetzt beim Betrieb des Modells zeigen und vorführen werde. Man hört hier am Anfang nochmal das Pantographengeräusch, das ist halt so abgemischt.
Das war's mit der Vorstellung des Schweizer Krokodils von Märklin in Spur 1 im Maßstab 1:32. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht und ich würde mich freuen, wenn Sie mal wieder auf meinem YouTube-Kanal vorbeischauen würden.